Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für ein leckeres Eiersalat-Sandwich. Dafür benötigen wir zunächst hart gekochte Eier, einen kleinen Topf mit etwas Wasser aufsetzen, das Wasser zum Kochen bringen, dann die Eier ins kochende Wasser geben und für etwa 8 bis 9 Minuten darin kochen lassen. Sobald die Eier fertig sind, vom Herd ziehen, jetzt abgießen und mit kaltem Wasser abschrecken, kurz zur Seite stellen. Dann geht es weiter mit 2 bis 3 Gewürzgurken, längs in dünne Streifen schneiden und fein hacken. Die Gewürzgurken anschließend in eine Rührschüssel geben und sobald die Eier etwas abgekühlt sind, abpellen, ebenfalls fein hacken und zu den Gewürzgurkenwürfeln in die Rührschüssel geben. Zum Schluss kommen noch 2 gehäufte Esslöffel Creme Fraiche dazu, außerdem einen halben Esslöffel Senf, eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlener Pfeffer und danach sind wir damit auch schon fertig. Jetzt alles einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können und anschließend kurz zur Seite stellen. Jetzt kümmern wir uns noch schnell um das Brot. Hier habe ich einfach ein Bauernbrot hergenommen, ihr könnt aber auch jedes andere Brot hernehmen, was euch schmeckt. Einfach in Scheiben schneiden, danach eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, die Brotscheiben nacheinander in die Pfanne geben, 1 bis 2 Minuten bei mittlerer Hitze darin anrösten lassen und währenddessen bereiten wir noch schnell die restlichen Zutaten für das Sandwich vor. 1 bis 2 Tomaten in dünne Scheiben schneiden, den Salat bereitstellen und anschließend das Brot in der Pfanne einmal wenden und von der anderen Seite zu Ende rösten. Wenn das erledigt ist, können wir anrichten. Dafür das Brot zunächst mit etwas Salat belegen. Ich habe hier gemischten Pflücksalat hergenommen. Danach kommen Tomatenscheiben drauf, 2 gehäufte Esslöffel der Eiersalatmischung und zum Schluss habe ich hier noch etwas fein gehackten Schnittlauch. So sieht das fertige Eiersalat-Sandwich dann aus. Jetzt fehlt nur noch die andere Scheibe Brot, um das Sandwich zu deckeln. Dann einmal in der Mitte durchschneiden. Und so wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.